Ja, also Holz ist eigentlich ein ziemlich schwieriger Stoff für das Leben, denn es besteht aus sogenannten phenolischen Resten und ist zu einem riesengroßen Netzwerk verknüpft. Also eigentlich ist Holz ein gigantisches Molekül, was eigentlich gar keine Grenzen hat, und das kann ich deswegen natürlich auch nicht so leicht angreifen. Also Holz ist sehr beständig und wurde von den Pflanzen vor ungefähr 450 Millionen Jahren entwickelt. Die ersten Urfarne waren die ersten, die Holz entwickelt haben. Dafür brauchten sie ein besonderes Enzym, damit sie das machen konnten. Dieses Enzym haben sie von Pilzen geklaut, die es wiederum von Bakterien geklaut hatten. Und damit ist also vor 450 Millionen Jahren zum ersten Mal möglich geworden, sich in die Höhe zu erheben an Land, also groß zu werden und damit natürlich auch konkurrenzstark zu werden. Die ersten Wälder entstanden, und dieses Holz, was ein super Stützmaterial ist, sehr beständig und natürlich auch schützend ist, war zunächst von niemandem zu gebrauchen. Das ist so ein schwierig runterzubrechendes Molekül, dass niemand das konnte. Deswegen wurde das Holz dann nach dem Tod, dem Absterben des Baumes, einfach fossiliert unter dem Druck der Erde und wurde zu den fossilen Brennstoffen. Das heißt, in dieser Zeit, dem Karbon, wurden alle diese fossilen Brennstoffe gebildet, die wir heute innerhalb von kurzer Zeit in die Luft jagen. Also so ganz grob 1 Million Jahre schaffen wir jetzt in 10 Jahren zu verbrauchen. Das kann ja natürlich nicht gut gehen. Es hat dann ungefähr 50 Millionen Jahre gedauert, bis es Pilze gab, die es geschafft haben, mit Hilfe besonderer Enzyme das Holz als Nahrungsquelle zu nutzen. Und wenn wir jetzt so eine Skulptur haben, dann brauche ich zunächst mal Pilze, die das angreifen und herunterbrechen können und damit das Terrain setzen für andere Organismen, die sich daran auch ansiedeln können. Irgendwann ist das Holz dann so runtergebrochen, dass dann eben der Kohlenstoff, der da drin ist, auch für andere Organismen, beispielsweise Bakterien, zugänglich ist. Und dann wird das Holz letztendlich zu Humus irgendwann mal. Aber so weit sind wir natürlich noch nicht. Wir sind in den ersten Stufen. Pilze, die da möglicherweise drauf sind, aber auch die Bakterien, die fressen sich hier so ein bisschen ins Holz rein. Und deshalb ist eine Wahl, wie kann ich jetzt zum Beispiel den Befall mit Mikroorganismen testen, das Bohren, also die Kernbohren, kleine Zylinder ausbohren. Fantastisch, ja, der Bohrkern, super. Rein damit. Dann haben wir noch eine Person. Peter, ich brauche den Alkohol. Ah, hier. Ganz kleines. Das kommt nicht zu klein vor. So, das ist Der Grund, warum wir jetzt da gefragt wurden, bei diesem Projekt mitzumachen, hat damit zu tun, dass wir schon seit vielen Jahren sogenannte DNA-Barcodes benutzen. Das sind also kleine Genstücke, die wir aus pflanzlichen Organismen oder auch aus Pilzen herausholen, um damit herauszufinden, mit welcher Art wir es zu tun haben. Und diese Technik haben wir hier jetzt in diesem Projekt auch angewandt, um herauszufinden, ob in den verschiedenen Buchstaben verschiedene Pilzgemeinschaften siedeln und ob sich das dann im Laufe der Zeit verändert und wie es sich verändert.
Vorbereitung für die PCR. Dazu lege ich zunächst Puffer vor. Danach kommen die Primer, zunächst der Vorwärtsprimer. Das sind Oligonukleotide, damit mein Strang den Anfang findet, wo er starten kann. Dann den Rückwärtsprimer. Als nächstes kommen nun Nukleotide, Einzelnukleotide dazu. Das ist Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin, damit meine neue DNA auch aufgebaut werden kann. Und zum Schluss kommt mein Enzym dazu, weil das am empfindlichsten ist. Hierzu gebe ich jetzt einen Farbstoff, damit die DNA sichtbar wird. Hier wird jetzt eine Spannung angelegt und eine Laufzeit von 30 Minuten, 100 Volt Spannung und starten. Das wäre unser fertiges Gel. Und wir sehen hier bei ca. 600 bis 700 Basenpaaren schöne Ergebnisse. Wie wir im Gelbild gesehen haben, hat die PCR nun funktioniert und nun senden wir die Proben an eine Fremdfirma zum Sequenzieren. Und hier auf dem Bildschirm habe ich nun meine Ergebnisse. Hier sind meine Proben und hier sind die Sequenzen. Wie man sieht, hier die ganzen Nukleotide, eine nach dem anderen aufgereiht. Hier ist ein Qualitätsbild einer von meinen Proben und wir sehen hier eine sehr schöne Trennung. Ich schneide mir hier ein Stück heraus und gehe nun in eine Datenbank, setze meine Daten hier ein, meine Sequenz, und hier habe ich dann meine Ergebnisse. Also meine Probe A4-1 ist ein Pilz mit Namen Pseudophila polyspora. Mithilfe unserer Methodik können wir also erste Einblicke sehen in die Organismen, die da drauf siedeln. Da gibt es welche, die gibt es auch anderswo in der Umwelt, die sind wahrscheinlich einfach durch die Luft, durch den Staub auf diesen Buchstaben gelandet und deswegen findet man die da. Und es gibt aber auch welche, die tatsächlich Pilze sind, die Holz abbauen können, und die sind nicht zufällig da, sondern die haben sich da angesiedelt, weil sie da was zu futtern bekommen. Und die sind unterschiedlich. Da gibt es also, je nachdem aus welchem Baum die Buchstaben sind, gibt es auch teilweise unterschiedliche Pilze, die da drauf siedeln. Und der Übergang von welchen, die totes Holz fressen, und welchen, die auch als Krankheitserreger in lebenden Bäumen vorkommen, ist fließend. Also man kann auch nicht so eine klare Grenze ziehen zwischen Krankheit und Gesundheit. Also Zerfall kann quasi gesunder Zerfall sein oder krankmachender Zerfall.